Ich habe mich heute hier im Berliner Hochsommer verabredet mit mir selber. Ich habe mich hier heute im Berliner Hochsommer versammelt, um die Arbeiten im August durchzuführen. Also wir haben hier ungefähr, ich glaube, 19 Grad, afterkalt. Und ich bin dabei, meine Schmuckdisteln, die jetzt wirklich verblüht sind, abzuschneiden. Das Gute an den Schmuckdisteln ist, dass man, wenn man die kurz über dem Boden abschneidet, die treiben nochmal von vorne aus, kommen nochmal neu und blühen auch nochmal neu. Diese Disteln sind wirklich ein Garant dafür, dass sich jede Menge Bestäuber im Garten wohlfühlen. Und hier kann man sehen, kommt da schon wieder neu. Also schön vorsichtig sein, was man schneidet, sonst schneidet man die neuen gleich wieder mit ab. Das wollen wir ja nicht. Hier die alten Teile, runter damit. Die kommen nicht mehr ganz so üppig wie im Frühjahr, aber trotzdem hat man immer noch mal ein neue, frische, blaue Blümchen im Garten. So, heute steht noch die Blaubeerernte an. Oder Heidelbeerernte. Also ich habe mich jetzt mal schlau gemacht. Einen wirklichen Unterschied zwischen Heidelbeere und Blaubeere gibt es nicht. Sie gehören beide derselben Gattung an und nur in verschiedenen Ländern werden sie eben als Blau- oder als Heidelbeere bezeichnet. Unsere Kulturheidelbeeren entstammen wohl denen aus Nordamerika und sind deshalb etwas größer als die bei uns im Wald wachsen. Im August jetzt lassen auch die Zucchinis langsam nach. Wir haben schon reichlich geerntet, wir haben viele schöne, dicke, fette Zucchinis gehabt. Aber jetzt kommt eben durch die Witterung auch der Mehltau. Das ist bei diesen Kürbisgewächsen überhaupt normal. Das ist fast jedes Jahr so. Bei diesen Blättern hier allerdings muss man auch noch ein bisschen drauf achten. Die sind tatsächlich anders gefärbt. Aber hier, da fängt das schon an, der Pilz, der Mehltaupilz. Und so sieht es dann aus, wenn er noch weiter um sich greift. Ich habe jetzt schon die schlimmsten Blätter alle entfernt. Die sind dann richtig viel mit weißem Puderzucker überzogen. Deswegen sieht die hier hinten auch so völlig kahl aus. Das tut ja aber nichts. Solange sie noch ein paar Blätter hat und es sieht noch ganz gut aus, wird die auch weiterhin ihre Früchte ausbilden. Hier ein Stückchen weiter haben wir zum Beispiel unsere Lilien. Die sind schon abgeblüht. Und das hier sind die Samenstände von den Lilien. Die knipsen wir auch alle ab. Schnick. Weil wir wollen ja nicht, dass die Kraft dazu verwendet, diese Samenstände auszubilden, sondern wir wollen, dass die Kraft zurück nachher in die Knolle geht und von der Knolle aus nächstes Jahr wieder richtig schöne, dicke, fette Blüten entstehen. Deswegen machen wir die alle ab. Die haben sich auch selber vermehrt. Und auch das hatte der August parat. Jede Menge Regen. So, hier habe ich bei den Tomaten war ich nicht ganz so hinterher, wie eigentlich sein sollte. Die haben sich doch ein bisschen verzweigt. Ich nehme jetzt auch schon hier Blätter raus, die nicht mehr so gut aussehen. Ich glaube, das ist aber noch nicht die Kraut- und Braunfäule, obwohl mich das überhaupt nicht wundern würde. Wir haben hier nur Regen. Aber dann nehmen wir mal das, was alles so oll aussieht, ein bisschen runter. Und ansonsten können wir uns über die Ernte nicht beschweren. So, die Spitzen kürze ich hier auch schon so mal ein bisschen ein, wie hier zum Beispiel, damit die sich die Kraft für den Rest aufhebt, die Pflanze, und die dann noch in die restlichen Tomaten steckt. Übrigens ausgesprochen interessant zu wissen, ist, dass das Ochsenherz oder Cœur de Bœuf von innen nach außen reift. Das heißt, die Tomate ist von außen noch grün, ist aber innen drin schon gereift. Also man kann die essen, wenn sie schön groß sind, noch grün und ganz leicht anfangen rot zu werden, dann kann man sie nehmen und verzehren. Jetzt geht es hier auch wirklich rasant los in der Jahreszeit. Man kommt raus frühmorgens und findet jede Menge Fallobst. Natürlich sind da auch Birnen bei, die verschimmelt und vergammelt sind, aber den Großteil davon kann man auch wirklich essen. Und nicht nur wir Menschen wissen die Birnen zu schätzen. Die Auberginen selbst sehen richtig gut aus, aber was Sorgen bereiten sollte, sind diese Blätter. Und die muss ich jetzt alle abschneiden
und entsorgen. Das mache ich im Hausmüll, weil die möchte ich nicht auf dem Kompost haben. Da weiß ich nicht, was wir dann im nächsten Jahr uns damit ranzüchten. Und nächstes Jahr werde ich die auch dann woanders hinpflanzen. So, dann mache ich mich mal frisch ans Werk. Die Schere ist desinfiziert, das ist einfaches Desinfektionsmittel. Sprühe ich einmal vorne, einmal hinten drauf, lasse die dann trocken, damit nicht ich noch diese ganzen Pilze auf meine anderen Pflanzen verteile. Und dann habe ich mir einen extra Eimer, der dann wirklich im Müll entsorgt wird, bereitgestellt. Und schneide die ganzen Blätter weg. Ich finde ja so eine Auberginenblüte richtig hübsch. Wie jedes Jahr freue ich mich jetzt auf die Überraschung, die Kartoffeln auszubuddeln. Also das ist für mich immer der schönste Moment im Jahr. So, wir gehen also so eine, was sind das, Schatzi, 20 cm von der Kartoffel entfernt. Stoßen wir mal hier rein mit den Sicherheitsschuhen. Und dann hebeln wir uns mal langsam die Kartoffel hier hoch. Und da sehen wir jede Menge kleiner Kartoffeln. Das ist ja nicht so schön. Mal gucken, was da noch drunter liegt. Ah ja. Gut, dann wird es ja hier doch ein bisschen besser. So, diese kleinen Kartoffeln, die schmeißen wir auch nicht weg, denn die machen sich hervorragend im Grillgemüse. Die müssen nicht lange vorkochen, die werden nur ordentlich gewaschen und kommen zwischen das Grillgemüse und sind richtig lecker. So, ich glaube, wir sind jetzt bei 4 Pflanzen, ne? Die wir ausgebuddelt haben. 3? Die Wespen-, Tiger- oder Zebraspinne war bis vor 50 Jahren noch sehr selten in Mitteleuropa. Sie wurde 2001 zur Spinne des Jahres gekürt. Unsere kleinen Freunde, die Zauneidechsen. Wahrscheinlich ist es noch ein Jungtier und die sind noch bis September aktiv, bevor sie sich in ihre Erdlöcher zurückziehen. Laut Bundesnaturschutzgesetz gehört sie zur streng geschützten Art. Wo sie ihr Zuhause haben, stehen die Chancen gut, dass Kleingärten nicht einfach platt gemacht werden, um Büros zu weichen. Hier an unserem Teich fühlen sich nicht nur die Goldfische wohl. Ja, auch die Äpfel wachsen und gedeihen. Da bin ich auch total glücklich drüber, obwohl ich noch viel zu viele dran gelassen habe. Und die runterfallen, die kann man auch schon richtig gut essen. Die schmecken total saftig. Ja, also lohnt sich. Bei dem Pampasgras kann ich auch kaum erwarten, dass die Blütendolden sich ausbilden, falls sie überhaupt so heißen. Ja, das sind diese etwas dickeren Stängel hier drin. Und da kommen dann nachher diese wunderschönen Püschel. Beim Pampasgras muss man übrigens ein bisschen aufpassen, dass sich das nicht so unkontrolliert ausbreitet. Aber wir haben es in einen riesigen Topf eingesetzt und diesen Topf dann hier unten verbuddelt. Den Boden haben wir so ein bisschen offen gelassen und ja, dann bleibt es so ein bisschen in Zaum gehalten. Von den vielen Blüten dieser Mini-Kiwi sind gerade mal 4 Stück geblieben. Irgendein Räuber hat mir die alle abgefressen. Die unteren, da waren ja ein ganzer Stängel mit langen Blüten, sodass wir jetzt nur noch diese 4 Stück haben. Ja, der Wein wird auch langsam reif. Thomas ist schon fleißig am Essen, soll er auch. Last but not least hat sich hier unser Kürbis ausgebreitet, wo er gar nicht hin soll. Das gibt Ärger mit dem Vorstand. Der soll doch nicht hier über den Zaun wachsen. So, das war's mal wieder aus unserem Garten mit seiner Flora und Fauna. Hier liegen noch jede Menge Birnen rum, die ich aufsammeln muss. Also bis zum nächsten Mal. Tschüssili!